Es stinkt. Ganz schön sogar. Riecht ihr das? Warte mal, riecht ihr das? Könnt ihr das riechen, wie es hier riecht? Warum gibt es noch kein Geruchsvideo YouTube? Ich glaube, heute ist das gut. Das ist gut, aber ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich mache mal unseren Max-Fan an. Schalte ihn ein. Und sag mal 20% Luft rein. Max-Fan ist auf. Denn wir haben ein Problem. Genau. Im Prinzip sind wir 4 Jahre ganz gut ohne dieses Problem zurechtgekommen und ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Aber unser Abwassertank hat sich zugesetzt. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Selbst wenn wir 10 Liter Wasser nochmal oben drauf kippen, verbessert das die Situation nicht. Und jetzt versuchen wir dieses Mini-Loch. Also es ist eigentlich wie eine Geburt. Man versucht eine große Menge Wasser durch ein winzig kleines Loch zu pressen. Also der Schlauch, der vom Abwassertank nach außen führt, der ist sehr, sehr dünn. Oder beziehungsweise das Rohr hat einen sehr dünnen Durchmesser, kleinen Durchmesser. Und jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten. Und wir haben das Nugget-Forum befragt zu Lösungsansätzen. Stebo. Und was hast du rausgefunden? Genau, dass man idealerweise vielleicht von unten einen Schlauch auf das Abwasserschlauchende drauf stülpt und dann ein bisschen Druck von außen auf den Wassertank gibt, um gegebenenfalls das Ganze ja erstmal rauszudrücken. Wir versuchen das, glaube ich, bevor wir das hier ausprobieren, weil der ist doch nicht so flexibel. Ja. Und irgendwo muss da unten ein ziemlicher Knick sein. Ich gehe mal davon aus, da setzt sich das dann auch fest. Und bevor ich das jetzt ganz dreckig mache und hinterher wieder sauber machen muss. Genau, hat Trixie eine andere Idee gehabt? Genau, wir haben eine kleine Handpumpe. Oh. Daran habe ich einen Schlauch vom Aquarium. Okay, und den führst du dann in den Abwasserstutzen ein unten, genau. Also das, was unten aus dem Auto rauskommt. Jetzt wird es gerade laut hier, weil wir machen die Heizung an. Es ist nämlich verdammt kalt im Auto. Es ist kalt, genau. Und das werden wir jetzt versuchen, unten an den Ausfluss zu befestigen. Ich glaube, ich kürze das Ding nochmal, so lange brauchen wir ihn nicht. Ja, wir schauen mal. Ja. Und dann pusten wir mal Luft rein. Dafür machen wir den Deckel ein bisschen auf, damit damit die Luft dann auch oben raus kann. Genau, und das schauen wir uns gleich an. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist, wir stellen etwas unter den Abwasserauslass drunter, falls dann was fließt. Falls was fließt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, bis gleich. So. Da ist die Trixie. Ich sehe dich nicht. Du brauchst mich auch nicht sehen. Da ist der Abwassertank. Das haben wir euch ja grundsätzlich schon mal in einem Video von uns gezeigt. Da haben wir noch eine Ersatzgasflasche, die wir immer mit uns führen und noch ein bisschen Verlängerungsstromkabel. Und hier ist der Abwassertank und da machen wir jetzt den Deckel einmal auf. So, jetzt haben wir mal den ganzen Kram da rausgeräumt und dann können wir euch mal zeigen, wie das da grundsätzlich aussieht. Da sind sogar 2 Knicks drin. Genau, 2 Knicke sind da drin. Also einmal haben wir den Auslass ganz unten, das ist das mit dem weißen Schlauch. Das ist das, was aus dem Abwassertank rauskommt. Geht dann da auf dieses Ventilstück sozusagen. Und dann hinten, kannst du mit dem Finger drauf zeigen, ist das Stück, was dann unter das Auto rausgeht. Ja. Genau, da. Jetzt hat die Kamera auf deinen Finger scharf gestellt. Entschuldigung. Okay. Mach den Finger wieder weg. Und ja, der andere Schlauch, der da oben rauskommt, der geht also aus dem oberen Bereich vom Abwassertank raus. Das ist praktisch der Überlauf sozusagen. Falls der Abwassertank mal zu voll wird, dann läuft das da im Prinzip wieder raus und geht auch an dem Ventil vorbei. Das heißt also, das ist letztendlich der Notausfluss sozusagen. Genau. Und wir vermuten mal, dass es in diesem Knick da unten irgendwo eine Verstopfung gibt, die wir jetzt mal mittels Lufteinblasung versuchen zu beheben. Also es tropft leicht und daher ist es noch nicht ganz hoffnungslos. Ich würde sagen, der Patient lebt noch. Genau, und da Trixie ja bei uns der Mann fürs Grobe ist im Haushalt, legt sie sich jetzt, immerhin die Frau, legt sie sich jetzt hier auf den Boden, hat sich noch so ein kleines Schaumstoffteil mitgelegt und ich knie mich daneben, mein Schatz. Das ist aber sehr Genau, wir gucken mal eben kurz nochmal nach, denn der Abwasser ist da hinten unterm Auto, da tropft es auch ein bisschen, seht ihr. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Schlauch da irgendwie drauf kriegen. Ja. Vielleicht sollte ich dir doch helfen, weil mein Arm ist ein bisschen länger. Ja. Ich finde die Position eigentlich ganz schön. Jetzt noch? Stebo steckt jetzt den Schlauch in den Abfluss. Ich habe ihn reingesteckt.
Er steckt und hält. So sieht also ein Nugget von unten aus. Und da vorne, so ziemlich so in der Mitte vor der Schiebetür, also da, wo die Schiebetüröffnung zu Ende ist, ungefähr in der Höhe, befindet sich da oben der Abwasserauslass, der Grauwasserauslass. Und da habe ich jetzt diesen Schlauch reingesteckt, den Trixie vorhin gezeigt hat. Der passt da ziemlich genau rein. Das ist so ein handelsüblicher Aquariumschlauch. Weißt du, welchen Durchmesser der hat? Der steht drauf, müssen wir nachher mal gucken. Schauen wir gleich mal. Schreiben wir dann unten in den Film rein. Und wie gesagt, es hat ein bisschen getropft. Wir haben jetzt hier unten mal eine kleine Auffangschale drunter gestellt. Und jetzt versuchen wir mal zu pumpen, ob das was bringt. Und dann gehen wir mal rein ins Auto. Trixie filmt einmal den Abwassertank und ich pumpe. Und dann gucken wir mal, was passiert. So sieht das Ganze aus. Genau. Dann pump mal. Ich pumpe mal. Achtung. Bis jetzt noch nicht. Das kann natürlich sein, dass das durch dieses Notfallding da, den Notabfluss, die Luft rausgeht, weil der ist auch damit verbunden. Ja, ich puste aber mal rein. Warte mal. Das wird nichts bringen, solange die Luft kommt oben raus. Okay. Heißt also, wir müssen oben das Loch erstmal verstopfen in irgendeiner Form. Erstmal fühlen, wo. Da komme ich mit dem Daumen sogar ganz gut rein. Okay. Also soll ich jetzt mal versuchen zu pusten? Ich halte oben zu. Ich blase. Genau. Also ich puste jetzt, Achtung, da mit dem Mund rein, wohlgemerkt. So. Hat's geblubbert? Jetzt haben wir den Moment natürlich nicht auf Film, weil ich habe einmal reingepustet, einmal kräftig mit meinen kräftigen Lungen und es hat geblubbert ohne Ende im Karton sozusagen, im Tank und dann kam der ganze Scheiß hier rausgeflossen. Und Trixie hat natürlich ganz schnell hier unten den Hahn zugemacht. Erstmal. Und das stinkt. Ja. Die geht. Okay, Trixie macht nochmal auf. Jetzt lassen wir das Zeug mal raus hier. Es funktioniert erstaunlich gut so. So, Trixie kippt jetzt ein bisschen Frischwasser in den Abwassertank rein. Genau. Und dann zeigen wir euch gleich, wie das denn genau im Wassertank aussieht, wo es genau abläuft. Da seht ihr das Wasser verschwinden. Aber da werden wir noch ein bisschen spülen müssen. Wir kippen gleich, glaube ich, auch noch mal so ein Tankreinigungszeug da rein und füllen den Tank auf, damit das ein bisschen frei geschaukelt wird und sich auflöst. Und dann fahren wir noch mal zur Entsorgungsstation. Aber ihr seht auch so, Abwassertankpflege tut Not. Dieses schöne blaue Mittel soll jetzt das wieder gut duftend machen. Gut duftend, oh, Besser lecker. als jetzt ist es dann auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau, das Mittel haben wir im alten Nugget auch schon benutzt und wir müssen ganz ehrlich sagen, seitdem wir den neuen Nugget haben, noch gar nicht. Wir sind ein bisschen schlurig gewesen. Ja, genau, aber jetzt gehen wir der ganzen Sache auf den Grund sozusagen. Kippen das in die Spüle rein. Wie war die Dosierung? 50 Milliliter von dem Zeug auf 25 Liter Tankinhalt. Der Nugget hat 42 Liter Abwasser, Abwasser, also haben wir jetzt 90 Milliliter genommen. Genau. Und jetzt wird der Tank komplett aufgefüllt mit Wasser und dann fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Genau. Und dann hoffen wir mal, dass das dann morgen oder in ein paar Tagen halt alles aufgelöst ist und wir das dann ablassen können an der Entsorgungsstation. Und jetzt kippt Trixie halt hier oben das Wasser rein. Du machst das mit sehr viel Inbrunst, Trixie, hervorragend. Ja, mit viel Liebe zu Ernie und Genau. meiner Nase. Ja, vor allem in der Nase. Ja, und jetzt ist so, also ich fahre heute mit dem Nugget noch ein bisschen durch die Gegend und weil ich das sowieso tun muss. Von daher denke ich immer, wird da heute auf jeden Fall noch viel Bewegung im Abwassertank sein und dann werden wir in den nächsten Tagen nochmal zu einer richtigen Entsorgungsstation fahren. Also das ist wichtig, Ja. wie es ja jeder Nuggetfahrer sowieso tut und Tut, andere genau. Campingleute hoffentlich auch. Grauwasser immer in ausgewiesene Abwasserentsorgungsstationen bringen. Kannst du schon was riechen?
Gott sei Dank nicht. Es riecht nicht mehr oder nicht so dolle wie vorher. Ich glaube, das dauert noch einen Moment, bis das wirklich ganz raus ist, aber Ja. wir sind auf einem guten Wege. Genau, der Max-Fan läuft auf jeden Fall weiterhin und der wird hier noch ein bisschen frische Luft reinpumpen. Der Gestank ist erstmal raus, der Tank ist erstmal wieder frei oder der Abwasserabfluss ist frei. Und jetzt werden wir einfach mal gucken in den nächsten Tagen. Ja, das Zeug sollte jetzt eigentlich alles rauskommen und dann schauen wir uns den Tank nochmal in Ruhe an. Aber jetzt wisst ihr auch, was ihr tun müsst, wenn ihr mal einen verstopften Abwassertank habt. Es ist eigentlich einfach, ne? Am besten erst gar nicht dazu kommen lassen. Ja, ich hab auch eine Vermutung, woran es liegen könnte, dass es bei uns passiert ist. Also wir sind ja leidenschaftliche Nudelesser. Und wir kippen auch manchmal, ganz ehrlich, das Nudelwasser nach dem Kochen in den Abwassertank rein. Wenn gerade nichts anderes irgendwo, wenn wir an der Straße parken oder so. Aber es ist halt blöd. Also die Stärke da drin setzt oder befördert das Wachstum da drin. Ja, genau. Und deswegen Tankpflege regelmäßig, jetzt bei uns auch. Das heißt, das werden wir jetzt wieder häufiger machen. Uns halt auch mal wieder so ein Fläschchen von diesen Mittelchen kaufen da. Und ich denke mal, das wird ganz gut funktionieren. Genau. Okay, also wenn ihr etwas aus dem Video gelernt habt, was machen wir dann? Oder was macht ihr dann? Die Zuschauer? Reinpusten? Nein, den Kanal abonnieren. Ach so. Ihr könnt auch in YouTube reinpusten, vielleicht geht das auch. Okay. Sehr schön, also Kanal abonnieren, Daumen hoch und Da freuen wir uns drüber. lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr das auch schon mal hattet, wie ihr damit umgegangen seid. Genau. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, relativ simpel. Und wir haben uns jetzt gleich eine schöne große Tasse Erbsensuppe verdient, die ich gestern gekocht habe. Tasse? Ich Tasse? nehme Du einen nimmst einen Teller. Obwohl wir haben erst 11. Also man kann doch schon 11 Erbsensuppe essen, ne? Ich Geht habe noch auch. keinen Hunger. Du hast noch keinen Hunger? Aber sie riecht gut. Genau. Also wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Ne? Bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es läuft wieder. Oh, und zwar richtig gut. Ich möchte jetzt nicht da, stinkt trotzdem, aber okay, das ist jetzt auch das Klo, ja. Aber da kommt richtig was raus. Super. Und jetzt machen wir dann einmal nochmal den Tank auf und spülen ihn nochmal richtig durch. Richtig sauber machen. Und dann gucken wir mal. Genau.